Palfinger ist eher eine wild gewordene Schlosserei. Mein Name ist Graf, Anton Graf. Ich bin 1976 ins Unternehmen eingetreten, war dort, Personalbereich hat es noch nicht so detailliert gegeben, aber alles, was mit Personal zu tun hatte, war halt mein Job und ich war dann 35 Jahre im Unternehmen tätig. 1976, da waren 150 Mitarbeiter. Innerhalb von 2 Jahren hat sich das Personal verdoppelt. Es ist rundherum, zumindest in Salzburg rundherum, bereits bekannt gewesen als gutes Unternehmen. Es war einfach ein hochinnovatives Unternehmen im Bereich Transport, hat es einfach geheißen, mit Kranen. Damals sind auch noch Kipper gebaut worden. Wir waren lange Zeit das Unternehmen, das weit und im großen Umkreis die besten Löhne bezahlt hat. Und man hat natürlich aus einem Fundus oder aus einer großen Bewerberanzahl wählen können. Die Krise, da 73 oder 74, glaube ich, war das, das war ein beträchtlicher Einbruch. Für Palfinger genauso. Das waren, auf der einen Seite war das noch ein Schock, würde ich fast sagen, Schocknachwirkung. Auf der anderen Seite war das aber auch irgendwie vom Gefühl her auch wieder Aufbruchstimmung. Das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt kann es eigentlich nur mehr vorwärts und bergauf gehen. Da war einfach in erster Linie einmal ein Zusammengehörigkeitsgefühl da. Wir sind Palfinger Mitarbeiter und nicht halt einfach Dienstnehmer, die halt da ihr Geld verdienen. 1976, das war wirklich eine Familie und da gab es keinen Unterschied zwischen Produktion oder zwischen Planung oder zwischen Mitarbeitern in der Verwaltung. Das war aufgrund der Größe natürlich auch nur möglich, einfach eine verschworene Gruppe. Trotzdem glaube ich, dass es einen Palfinger Geist auch heute noch gibt. Ein Riesenauftrag aus dem Iran, wo jeder gewusst hat, inklusive Eigentümer, das schaffen wir nie. Das schafft die Firma nie. Weil jeder war da stolz, nicht nur der Mitarbeiter, der auch da, ich sage einmal, gutes Geld verdient hat damit, aber auch die Zufriedenheit, etwas geschafft zu haben, wo alle der Meinung waren, das wird sich nicht ausgehen. Und es ist dann trotzdem ausgegangen. Mit demselben Stand an Mitarbeitern, mit demselben Maschinenmaterial. Das war, ich würde fast sagen, ein kleines Wunder, jetzt nachträglich betrachtet. Von der Seite her war man 1976 noch in der Steinzeit. Das kann man so sagen. Es gab, glaube ich, einen einzigen Rechner im Bereich der Konstruktion. Die haben da irgendwas schon ausgerechnet, aber der ist erstens gehütet worden wie der Augapfel. Zweitens hat man nicht einmal anschauen dürfen und drittens hat man gar nicht genau gewusst, was das ist. Ne? Da sind nur Lochkarten gestanzt worden und dann sind Magnetstreifen irgendwie da gemacht worden. Also Dinge, die jemand, der aus einer anderen Generation kommt, gar nicht mehr vorstellen kann, dass das gegeben hat. Meine Abteilung war dann 1980 war das die erste Abteilung, die komplett auf EDV dann umgestellt hat. Man kann sich das nicht vorstellen, da ist ein Bildschirm für alle Mitarbeiter ein Bildschirm gewesen, damit, die haben dann irgendwie so eine Art Schichtbetrieb oder zeitverschobene Arbeit, so muss man es nennen, ist eingeführt worden, damit die Leute das eingeben haben können. Und damals hat ein Bildschirm mit der Tastatur, also in Schilling war das nur 80.000 Schilling gekostet. Und das war ja, da hat man sich überlegt, ob man einen hineinstellt oder einen zweiten hineinstellt. Und wir haben lange Zeit dann nur einen gehabt. Und irgendwann war es nicht mehr machbar, dann hat es einen zweiten gegeben. Das war fast ein Privileg, an einem Bildschirm arbeiten zu können. Der Börsegang, der war sicherlich eine Zäsur im Unternehmen, gar keine Frage. Aber das hat nichts, aber schon gar nichts damit zu tun gehabt, dass es plötzlich kein Familienunternehmen mehr gewesen wäre.
Der Eigentümer hat sich genauso engagiert als vorher. Palfinger, das hat einfach einen Klang gehabt. Nicht nur, weil das Unternehmen so heißt, sondern weil einfach sein Engagement und sein Feeling und sein Gespür für Produkte und Produktentwicklungen das Unternehmen so weit überhaupt gebracht hat. Ich glaube, nicht einmal der Eigentümer hat da diese Vision gehabt, dass das so groß und so bedeutend werden wird. In Erinnerung bleibt mir das Unternehmen in jedem Fall als großer Teil meines Lebens. Das muss ich ganz offen dazu sagen, denn die Stunden, inklusive Überstunden, die ich da herinnen verbracht habe, ja, die prägen, gar keine Frage. Sehr beeindruckend für mich war, es war nicht absehbar natürlich, dass von einem 150 Personen Unternehmen, das früher damals wild gewordene Schlosserei bezeichnet wurde, dass das so ein weltumspannendes Unternehmen geworden ist, obwohl die Konkurrenz am Weltmarkt wirklich hart war. Und eine ganz einschneidende Sache war, als der schwedische Hersteller, damals noch schwedischer Hersteller, in seinem eigenen Land von Palfinger übertroffen wurde. Also das war ein Ruck durchs Unternehmen sozusagen, dass dieser Hersteller, der Jahrzehnte und lange bevor Palfinger Krane erzeugt hat, der einzige und der weltweit größte und der bedeutendste war, dass der in seinem eigenen Land von der Konkurrenz, nämlich von uns, überholt wurde. Das ist mir nach wie vor als ganz was Wichtiges in Erinnerung.